Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen zurück zu New Atlantis. Ja, wir hatten... Entschuldigung, war nicht so gemeint. Wir hatten letztes Mal hier aufgehört vor Captain Thrush, der hier mit seinem Baum Probleme hat, der irgendwelche Schwingungen abgibt und was weiß ich. Mal gucken, ob wir es heute schaffen, diesen Planeten zu verlassen. Mal schauen. Aber erstmal Captain Thrush. Oh, I was hoping we might run into one another. Ja, again. ich nicht. Your timing is most fortuitous. I'm on the verge of something, but I don't quite have all the information I need. Aha. Und wir haben, ich helfe immer gern. Ich finde es immer an den nötigen Informationen. True. Aber wir helfen. You have no idea how much I appreciate that. Truly. Of course, now that I understand more about what's going on, it seems plain as day. And yet I never would have imagined it before. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect, but it's much simpler. They're listening. Excuse me? Warte mal, ich will mal kurz gucken. Für euch auf YouTube gibt es einmal kurz einen kleinen Cut. Weiter geht's. So, alles geklärt. So, drück dich verständiger, es ist bloß ein Baum. Woher weißt du das so genau? I don't. Not for sure. It's all a theory, certainly, but it is completely supported by the data and observation, like all good science. Oh, das würde ich auch It's the best sagen. we have to go on right now. Aber dann drück dich mal It verständig means aus. it is ready to reproduce. I believe this tree is sending vibrations out over massive distances and expecting to detect sympathetic vibrations in return. As of yet, there's been no response. I suspect that will not change, that a response is impossible, and that's very, very bad news. Also, der Baum möchte rattern. Definiere schlechte Neuigkeiten, also muss der Baum doch gefällt. Was sind denn so die schlechten We're Neuigkeiten? continuing to see an increase in the strength and frequency of the vibrations. I don't know how much more significant it will become. If there's no response, the tree Wird immer will stärker. vibrate itself and some nearby portion of the city to destruction. Now, as of yet, there has been no response. And clearly, none of the nearby individuals are a correct match. While it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down during the city's expansion, there is one other possibility. Over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Collective emerged from the Narian War. As a gesture of peace and goodwill, a near-literal olive branch, one of the trees from New Atlantis, was offered to the leaders of Aquila City. Oh. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Was für ein seltsames Friedensangebot. Certainly wouldn't have been my first suggestion. Something about the common roots of humanity or some such. Politicians and their metaphors. Of course, you can't just uproot a native species and plunk it down on some other planet in a totally different environment and expect it to grow. Clearly, no exobotanists were consulted ahead of time. The end result was wholly predictable. The tree died within a few short years. Das ist schlecht. Ich dachte, wir sollen den abholen. Warum erzählst du mir das alles? I'm sorry, I'll get to the point. The tree died, yes, but branches were kept. At least one still exists in the museum there in the city. If I had that branch, I could get DNA samples, and then using various data I've gathered, I could attempt to simulate a response. We could then broadcast that response and hopefully calm down our friend here. But as I say, I need that branch. Ah ja. Und nun sind wir endlich soweit. Ich kann dir... Ja, so bald wie möglich. I knew you would understand. The museum in Aquila City is under the supervision of one Miss Kessler, I'm told. I don't know anything about her, but hopefully she'll be willing to listen to reason and
assist our cause. All right, off you go. We don't have any time to waste. Ja, bei Zeiten und Gelegenheiten. Also, der Baum möchte rattern, aber es gibt nichts zu rattern auf dem Planeten. Das heißt, das ist legit der Chief einzige... Diplomat Yassine runs a tight ship at the Office of Interstellar Affairs. Bist du ruhig? Also das ist wirklich der einzige Baum auf diesem Planeten? Also nicht der einzige Baum, aber der einzige Baum seiner Art auf diesem Planeten? Das ist natürlich kind of frustrierend. Ja, Aquila City. Ich habe keine Ahnung, wo Aquila City ist. Bin ich ganz ehrlich. Ein Licht in der Dunkelheit findet neue Stories. Genau. Mit ihm sollen wir nochmal sprechen. Routinearbeit. Sprich im Raumhafen New Atlantis mit Crew Chief Harris. Dafür müssen wir woanders hin. Das war woanders. Terrorpoo ist woanders. Sidonia ist woanders. Das ist woanders. Frage in Sidonia nach Machern. Okay, das heißt, wir wollen auf jeden Fall, was Story angeht, wollen wir als nächstes nach Sidonia. Nimm eine Frachtmission von der Auftragsbörse an. Ja, bei Zeiten und Gelegenheiten. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Was Person Harris jetzt uns zu sagen hat. Wo es hingehen soll, was gemacht werden muss. Was in die Richtung. Aber warte mal. Ich kann doch zumindest schon mal einen Kopfgeldauftrag und sowas annehmen, ne? War das nicht hier drin? Hello. Hallo. Kopfgeldbegleichung, Auftragsbörse. Wir haben zumindest die Auftragsbörse. Und wir sollen irgendwas mit Transport. Und ich sehe sehr viel Transport. Haben wir zufällig ultraleichte Rahmen nach Aquila? Wir sollen früher oder später nach Aquila. Wir haben aber nichts für Sidonia. Wenn ich das richtig sehe. Also nehme ich das mal an. Oh scheiße, das läuft auf Zeit. Das ist natürlich kritisch. Nee, ich habe kein Kopfgeld. Wo konnte man denn nochmal Kopfgeld annehmen? War das im Unterdeck? Oh, wahrscheinlich. Naja, egal. Das ist dann was für die Zukunft. Jetzt sollen wir erstmal da. Ich wollte gerade sagen, das ist doch mein Schiff, oder? Hallo? 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 Shocked she managed to limp back here at all. Pull it for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Yes, sir. Okay. Sie guckt wieder ihre Hände an. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat, pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. Yup. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. Ja, My das klingt doch people will nice. have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job.
Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Das hoffe Any ich. questions before you head out? Kannst du mir was über Tau Ceti 2 sagen? I honestly didn't realize it had people living on it until we got your recorder. Report they gave us seemed clean. No known hostile outposts. But I wouldn't say that's permission to let your guard down. Just watch out for wildlife and pirates. Keep those med packs handy and you'll be fine. Okay. Was genau lädst du denn auf mein Schiff? Das hat er doch gesagt. Nothing too dangerous, if that's your concern. The repair suite's mostly just wiring and circuit boards. The welcome kit has some goodies in there I wouldn't leave sitting around when company comes to visit. But it's nothing some proper storage can't make safe. Okay. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Ich versuch's. Okay. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich diesen Planeten verlassen. Ist das nicht der Hammer? Warte mal. Robsi hatte mir gesagt, ich soll ihm schreiben, wenn ich den Planeten verlasse. Moment. So. Ich verlasse Planet. Juhu. So. Captain. Ja. It is pleasant to see you. Nice. Hello. Darf ich dich was If you Persönliches feel fragen? it is necessary, Lol. Ich würde gern mehr darüber wissen, wie du I will tickst. answer your questions truthfully. Unlike you, I am incapable of lying. Wie viel weißt du über Mensch? Constellation has seen to it that I possess a near encyclopedic knowledge of human history, art, culture, and science. May I answer a question for you? Sprichst du alle I menschlichen have been Sprachen? programmed to comprehend all modern and ancient human languages. The only exception is body language. My body is crafted from reinforced metal and therefore incompatible with such forms of expression. Ja gut. Was war die bedeutendste Erfindung der Mensch? Logically, I believe the correct answer to be the airplane, followed shortly by the computer. Humans could not have become a spacefaring species without them. Illogically speaking, I am inclined to believe that books were your greatest invention. I have spent a good deal of time processing works of science fiction. They make good case studies in how your species could have made a mess of its entry into the stars in different ways than you did in reality. Kennst du menschliche I Witze? am looking at one. I hope that was a suitable response. Constellation did not equip me with a sense of humor. I have done my best to mimic Barrett's. Ja, ich glaube, wir haben hier gleich einen toten Roboter. Welche This Art is a der Musik difficult gefällt dir? question to parse. I do not experience enjoyment. However, I find that the music of ancient Japan has a pleasantly mathematical sound. The same is true of the works of European composers from the Baroque period. I have dedicated significant time to processing these compositions and understanding their structure. Ah ja. Understood. Wir fragen mal was anderes. Wie wurdest du denn Teil der Constellation? Constellation recovered me from an abandoned lunar robotics factory on Earth's moon, where I was manufactured. I am told I was in quite a state of disrepair. Barrett elected to refurbish me after the discovery. Since then, I have been reprogrammed to be useful to Constellation. Okay. Du wurdest auf dem That Mond is der Erde correct. gebaut. I am a first-generation Model A robot. As such, I was manufactured on Earth's moon. Modern lunar robotics products are manufactured elsewhere.
Erinnerst du dich noch an die Zeit vor deiner Neuprogrammierung? Some data from my time on Earth's moon remains deep in my motherboard, but I do not frequently access it. Very little of what is in those files would prove useful to modern spacefarers. Und wie bist du an deinen Namen gekommen? Constellation named me after the Portuguese explorer Vasco da Gama, who resided on Earth in the 15th century AD. He explored his home planet by way of its seas. Barrett tells me he was quite an accomplished explorer. I am inclined to believe it, as that is a compliment Barrett normally reserves for himself. Ich freue mich, dass du repariert werden Constellation konntest. is an exceptionally driven and intelligent group of humans. I would expect nothing less of them. I am powered by wheels and cogs. They are responsible for any ticking that emanates from me. Genießt du denn die Arbeit? That is a difficult question to parse. I do not experience human emotions such as enjoyment. However, I have been kept busy since Constellation acquired me. That satisfies my directive to be as helpful as possible for the duration of my existence. Das klingt doch zumindest nicht verkehrt. Fehlt dir die Lodge, wenn wir auf Reisen In a sind? geographical sense, the lodge cannot be missed. It is easily accessible from the new Atlantis spaceport. But I presume that you are using miss in this context to mean long for. In which case, my answer is no. I long for nothing. Miss im Sinne von Barrett, verfehlen, however, oder mein Gott. regularly complains about missing the lodge's amenities during our travels. This has led me to the conclusion that it is a place worth missing. Mein Ding ist Sentimentalität auch nicht. Ja, das klingt ganz wie blöd. Manchmal wünschte ich, du würdest diese Fragen nicht ganz so wörtlich nehmen. Ja. I have not taken your questions anywhere, Captain. Literally or otherwise. Your vital signs indicate that you were not amused by this attempt at humor. Noted. I will tweak my linguistic processors accordingly. Ja, mach das mal bitte. Based on our previous encounters, this does not surprise me. Oh Gott, Alter, kannst du mir mehr über Lunar Robotics erzählen? Lunar Robotics is a manufacturing company. They are most notable for creating Model A robots. Their headquarters was once located on Earth's moon. It was evacuated during the cataclysm that rendered Earth uninhabitable. Today, Lunar Robotics products are still found throughout the settled systems, myself included. Und was hältst du von It Barrett? is impossible to read Barrett. He is neither a book nor a block of code. If you are asking for a summary of my observations on his behavior, I will provide one. Ah ja. Seid ihr zwei lange Zeit gemeinsam My herumgereist? internal clock tells me that it has been years since Barrett and I began traveling together. I have traveled much of the settled systems in his company. Weißt du mehr über seinen Hintergrund? Barrett has not shared many personal details with me. He finds me a poor conversation partner, despite repeated wo kommt das attempts denn? on his part. I do not understand the concept of gossip. Ah ja. Er weiß, dass mich fast das Leben gekostet hätte, oder? I have only seen Barrett kill his enemies. If you do not number among them, I surmise it was accidental. What you are suffering from is likely a bad first impression.
I suggest consulting Barrett on the issue at once. Barrett tells me a bad first impression is the hardest thing to break. I believe that is because he has never tried to break a diamond. Hat dich Barrett gefertigt? No. I Das was wissen wir ja auch manufactured schon. by Also. a machine. However, Barrett has modified my programming substantially. I have advanced linguistic capability and navigational skills. I warned him that I would require an extra millisecond to process information with his modifications. But he did not seem to mind. Apparently, my capacity for conversation makes me a more entertaining travel companion. Aha. Er ist wohl eine ziemlich markante Persönlichkeit. Based on my understanding of Barrett, I believe he would be flattered by that assessment. Wie ist das Reisen mit mir im Vergleich zu Barrett? I find you to be a more measured and logical captain than Barrett. It would be quite difficult for another human to be more reckless than him. My likelihood of expiration due to corporeal destruction has been significantly reduced since coming aboard your ship. You should consider this a success. Nice. Keine weiteren Fragen. Relieved that your curiosity has been satisfied. Bonk, bonk. So. Lass mich mal gucken. Ist das Willkommenspaket von... Ne, das scheint hier noch nicht zu sein. Dann steigen wir mal ein. Time to get this ship moving. Ja, bei Zeiten und Gelegenheiten, Sarah, jetzt mach nicht so einen Stress. Navigationskonsole. Ah. Mars District erkundet. New Atlantis Geschäftsdistrikt, Wohndistrikt, die Lodge. Naja, erkundet. Kommt drauf an, wie man erkundet definiert, ne? Was ist das denn? Wissenschaftsaußenpost. Mhm. Wir haben da ein Schiff. Ein Schiff. Ich wiederhole, ein Schiff. Oh nein, Gagarin ist auf diesem Planeten, in diesem System. Ach, scheiße. Weil wir hatten potenziell einen Auftrag, den wir auswählen konnten. Für Gagarin. Ich dachte, Gagarin wäre ein System. Aber ich finde cool, wie sich das auch so ein bisschen hier bewegt, die Solar Flares. Gut. Wird mir hier angezeigt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das Symbol? Nee, ich will's mir angucken. Ich will keinen Wegpunkt setzen. Ich will mir das System angucken. Stoffverbrauch, Frachtraum. Wie kann ich mir das System angucken? Was ist das Symbol? Kann ich mir nicht das System angucken, ohne in dem System zu sein? Na, warte mal. L. Transportiere nach Aquila City.
Killer City wäre hier. Unerforschte Route. Du hast noch nicht jedes System entlang dieser Route erkundet. Versuche zu einem näheren System zu springen. Ah, okay. Das heißt, du würdest wollen, dass ich erstmal dahin springe. Verstehe ich das richtig? Aber weißt du was? Aufgeschissen. Wenn die Quest abläuft, läuft sie ab. Wir könnten mal gucken, dass wir erstmal die Aufgabe für UC Vanguard machen. So, das kostet 21,53 Treibstoff. Die Frage ist, muss ich den Treibstoff immer wieder auffüllen? Oder... Wie läuft das mit dem Treibstoff? Alter. Kann ich das System nicht auswählen? Und wenn ja, warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir springen mal. Wir springen jetzt nach Tau City. Okay. Drehen wir uns mal um. Ich will mal gucken. Oh, das gab einen Skillpunkt. Tada! Skillpunkt. Ja, das kann ich leider noch nicht skillen. Weiter skillen. Das ist das Problem. Könnten Taschendiebstahl. Das können wir noch nicht. Wir könnten die Tragekapazität noch mal erhöhen. Ja, komm, wir gehen erstmal auf Tragekapazität. So. Ich will mich mal. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. Alter. Every molecule. Ich werde den Typen abschlachten. Ich möchte I gedrückt halten? Ja, I gedrückt halten für aufstehen. Ich werde den Typen... Kann ich ihn aus der Luftschleuse werfen? Ich frage für einen Freund. Yes, I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. Absolutely. Ask away. Let me know if you want to talk some more. Ja, Long weiß. time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. Sidonia is an industrial town. The people there tend to be concise. Ah ja. Bye. Bye bye. Aber wo ist denn das für... Kann ich hier runter, während wir fliegen? Nein. Okay, das heißt, Vesco ist aber auch die ganze Zeit im Laderaum, ne? Gibt es hier eigentlich irgendwo Truhen, wo ich Sachen reinpacken kann? Weil irgendwo muss ich doch die Sachen lagern Is können, it die true ich... you're part alien? Do you want me to take you to our leader? Because I'm not, right? So. Ah, da kann man vielleicht Sachen drin lagern. Inventar. Ressourcen. Alle Ressourcen lagern. Es kann nicht mehr gelagert werden. Willst du mir sagen, der ist jetzt voll?
Das ist natürlich antiklimatisch. Na gut. Also, Tau City, da wollen wir hin. Tau Gourmet Produktionszentrum. Nimm Kontakt mit den Siedlern auf Tau City auf. Aha, aha. Lass mich mal einmal rauszoomen. Ich will mir mal das ganze System angucken. Tau City, ja, ja, ja. Oh, du bist aber ganz schön weit weg. Eisriese. Auch ein Eisriese. Ja, okay. Dann, Land nicht möglich. Ich könnte theoretisch... Oh, okay. Aber, wir nehmen das. Wobei, wir scannen einmal. Wir haben Wasser, Eisen, Argon, Benzol und Alkane auf diesem Planeten. Der ziemlich viel Ozean hat. Muss man ja einfach mal sagen. Okay, dann beginnen wir mit der Landung. Like touching down on a cloud. Your landing skills never cease to impress. Ich will ihn umbringen. Er geht mir ja so auf den Sack, Alter. Aufstehen. So. Dann gehen wir mal runter. Keep an eye out for hostile life forms. Ach, stimmt, theoretisch kann ich hier ja auch was drin platzieren, oder? Geil, ich kann da 2 Sachen drin platzieren. Cool. Naja, besser als nichts, I guess. Ich brauche echt irgendwie Storage-Kapazitäten. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Greetings, Ja. Captain. Return soon. Okay. Ich kann es nicht versprechen, aber ich will es probieren. Okay. So, warte mal. Scan. An abandoned meatpacking facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Tja. Irgendwas Unschönes würde ich jetzt vermuten. Wobei, warte mal kurz. Inventar, Waffen. Modifiziert Gründe. Mache ich die mal dahin. Sidestar haben wir noch. Die schießt 27er. Die Rattler schießt auch 27er. Das heißt, wir tauschen das aus.
So, 6,5er, Patronen hüllenlos. Cutter, Rettungsangst, Kaliber. Können wir hier rein? Können wir anscheinend nicht. Hallo? Das sieht ja gar nicht gut aus. Position okay, ja, wir nehmen mal erstmal mit. Credits. See if they've got any weapons or ammo. Was ist denn Kragen 6,5er? Warte mal, 6,5er? 6,5er schießt doch auch. 6,5er schießt auch die Maestro. Nee, dann lassen wir das mal. Ja, ich glaube, das hat nicht so funktioniert, was die hier versucht haben. An abandoned meatpacking facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Das hast du eben schon mal gefragt. Und ich kann dir keine Antwort drauf geben. Immer noch nicht. Something's been through here recently, but left everything in place. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. Nee, ich vermute irgendeine Lebensform, irgendein Tier oder so. Jo, hier hat's einer auf der Toilette zerlegt. Miese Scheiße. Ich muss erstmal rausfinden, na, irgendwann wird man halt ein Auge dafür haben, was man alles looten kann. Die ist gleich. Okay. Aber das muss man erstmal, da muss man erstmal ein Auge für entwickeln dann. Was lootbar ist und was nicht. Wohltätigkeit in einem gottlosen Universum 2. Die Kirche meiner Familie gründete unsere Siedlungskommune, ein Ort, an dem unsere Gemeinde ungestört ihren Glauben leben wollte. Doch die Kunde davon breitete sich rasch aus und so begann unsere kleine Kolonie zu wachsen. Unser Erfolg zog die Suchenden und Notleidenden an. Als ich 10 Jahre alt war, sah ich, wie 2 Officer einen schwächlichen Mann auf unserer Straße abführten. Er hatte von den Notrationen der Siedlung gestohlen. Ich fragte meine Eltern, ob der Mann Hunger hatte. Wenn er Hunger hatte, warum gaben wir ihm dann nicht das Essen, das er stehlen musste? Meine Eltern erklärten mir, dass unsere Siedlung dazu in der Lage sei. Doch Stehlen sei eine Sünde, weshalb der Dieb Gott um Vergebung bitten müsse. In dieser Nacht betete meine Familie gemeinsam für die Seele dieses Mannes. Sie baten Gott, ihm ein Leben ohne Sünde zu zeigen. Dieser Mann hieß Edgar und er brauchte unsere Gebete nicht. Edgar brauchte zu essen und Arbeit. Da er beides nicht bekam, landete er viele Jahre lang immer wieder im Gefängnis unserer Siedlung. Gewöhnliche Quartiere. Taugourmet, unsere Vision. Seit Beginn der Landwirtschaft vor über 10.000 Jahren versucht die Menschheit den Prozess der Nahrungszüchtung und Aufbereitung zu beschleunigen. Doch das führte stets zu Qualitätsverlust und schrecklichen Praktiken wie der industriellen Landwirtschaft. Das wiederum führt zu Pfusch und einem schlechteren Endprodukt. Im Zeitalter der Tiefkühlnahrung sind wir alle längst daran gewohnt. Doch so muss es nicht sein. Taugourmet wird das ändern. Mit uns werden frische Lebensmittel günstig und überall verfügbar sein. Wir werden unser Vieh und Getreide auf natürliche Weise halten und anbauen, um sie mit intelligenter Automatisierung so schnell abzubauen, zu schlachten und vorzubereiten, dass unsere Kunden nie wieder auf Tiefkühlnahrung zurückgreifen werden. Für diese gewaltige Aufgabe braucht es entschlossenen Fokus und Innovation. Seid ihr bereit, die Essgewohnheiten der besiedelten Systeme zu ändern? Dann fangen wir an. Der Plan.
Arthur, I have a goddamn plan. Wir befinden uns in einem unvollendeten Meisterwerk. Das UC-Militär hat hier einige fantastische Maschinen aufgestellt, die es kaum nutzte, nur um diese bei Kriegsende einfach zurückzulassen. 20 Jahre später bietet sich uns hier eine unglaubliche Gelegenheit. Diesen Ort auf Vordermann zu bringen, wird nicht leicht. Wir werden alle über uns hinauswachsen müssen. Falls ihr also mal verzweifelt, denkt daran, ihr seid nicht allein. Das heißt aber auch, dass ihr euch gegenseitig unter die Arme greifen solltet. Genauso wichtig sind festgelegte Pausenzeiten. Diese sind in euren Zeitplan integriert. Ist gerade eine Pause vorgesehen, dann nehmt sie also bitte auch. Bewundert die Landschaft. Denkt an etwas anderes als die Arbeit. Wenn ihr die Zeit habt, fliegt zurück nach New Atlantis. Nein, nicht zurück nach New Atlantis. Und lasst Dampf ab. Gute Ideen lassen sich erzwingen. Und wer Ernährung in dem besiedelten System neu erfinden will, braucht viele gute Ideen. Ebenfalls äußerst wichtig, Überlebenstraining ist verpflichtend. Wir sind allein auf diesem Planeten. Den UC ist zwar bekannt, dass wir hier draußen sind, gleichwohl sollten wir alle wissen, wie man hier überlebt, falls das Unvorstellbare passiert. Und falls es jemals irgendein Problem gibt, wendet euch an den zuständigen Bereichsleiter. Falls ihr euch nicht einigen könnt, kommt einfach zu mir. Code. Bereiche. Code. Ich sage einfach mal Code. Allgemeine Planung, Getreide, Viehauswahl, Händlerkoordination, Schiedsgericht. Jeden. Systemdesign, Implementierung, Automatisierungstechnik. Maria. Gebäudesanierung, Installation der Verteidigung, Gebäudewartung, Automatisierungswartung. André, Getreide, Viehkultivierung, Rezeptherstellung, Ernährung für uns alle. Lambert, Sicherheit für uns alle, Überlebenstraining. Das heißt, ihr seid mit 5 Leuten hier. Ach du Scheiße, Aufgabenliste. Also, wir arbeiten an nichts Geringerem als der Neuerfindung der Ernährung. Doch wir leben auch äußerst abgeschieden auf engstem Raum. Eure Eltern räumen nicht hinter euch auf. Das bedeutet, wir wechseln uns mit den Pflichten ab. Pflichten sind verpflichtend. Code Wäsche, Eiern, Aufräumen im Wohnbereich. Maria Müllverbrennung, André Kompostieren, Lambert Waffenpflege. Damit wechseln wir uns erst ab, wenn alle den Waffenschein haben. Nachtwache, Code, Maria hatte Nachtwache anscheinend. Okay.